Nicht Autofahren, Fliegen oder Fleisch essen ist der Klimakiller Nummer 1, sondern die Baubranche. 60% der klimaschädlichen Abgase und 60% des Abfalls. Klimaschutz, Energiewende und die Bauindustrie. Höchste Zeit für neue Wege. Wenn man sich eben die Dichtewerte anschaut, dann stellt man eben fest, dass Einfamilienhäuser eigentlich in Frankfurt nicht mehr zulässig sind. Die Bauindustrie im Klimawandel. Was muss und wird sich künftig ändern? Ein Haus im Grünen, energieeffizient, klimaneutral, eine Photovoltaikanlage soll auf das Dach. Dieser lang gehegte Traum von Marius Dreher geht heute in Bischoften bei Gießen endlich in Erfüllung. Schon immer war Eigenheim mein Traum. Das Haus mit Garten. Ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass das jetzt endlich soweit ist. Ich würde nicht darauf verzichten wollen in meinem Leben. Mit Marius zusammen träumen 80% aller Deutschen diesen Traum. Doch er wird künftig wohl seltener erfüllt werden. Immer mehr Städte und Gemeinden wollen den Bau von freistehenden Einfamilienhäusern stark einschränken. So auch die Stadt Frankfurt, deren Fläche bereits über 60% versiegelt ist, wie uns Stadtrat Markus Quechenberger erläutert. Wir haben Vorgaben vom Regionalverband und auch vom Land Hessen, welche Gebäude wir genehmigen dürfen. Aber beim Neubau möchten wir flächenschonend arbeiten. Wenn Sie eben den Vergleich haben zwischen einem Einfamilienhaus und zum Beispiel einem vierstöckigen Gebäude, dann merken Sie, dass eben bei einem vierstöckigen Gebäude viel mehr Bevölkerung pro Quadratmeter Boden leben kann als beim Einfamilienhaus. Und dieses Problem haben viele Regionen in Deutschland. 44% der Fläche sind bereits versiegelt. In Hessen sind es sogar 50%. Sagt uns Mike Neumann, Experte für nachhaltiges Bauen von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Nach den Durchschnittsstatistiken werden pro Tag in Deutschland ca. 50 bis 60 Fußballfelder verbaut, also Flächen versiegelt. Da ist es natürlich einfacher, die bestehenden Städte nachzuverdichten, also Lücken zu schließen oder aufzustocken beispielsweise. Ist das Einfamilienhaus etwa ein Klimakiller? Max beim Fertighausanbieter Fingerhaus in Frankenberg. Diese Häuser sind hochenergieeffizient mit regenerativen Heizsystemen und modernsten Gebäudetechniken ausgestattet, erklärt uns Geschäftsführer Klaus Kronau. Einfamilienhaus ist ja auch kein Klimakiller. Wenn ich überlege, die Energieeffizienzstandards, die wir heute schon bieten, mit all den Themen drumherum, dann sind wir mehr als en vogue, was das Thema betrifft, erreichen wir Klimaziele im Bereich des Bauens. 1,4 Millionen Euro hat das Frankenberger Unternehmen in den Klimaschutz investiert und darf sich klimaneutral nennen. Durchschnittlich verkauft die Firma 1000 Häuser pro Jahr. Doch Klaus Kronau blickt wenig optimistisch auf die kommenden Jahre. Wenn es politisch nicht mehr gewollt ist, dann mag das eine Entwicklung sein, die wir wahrnehmen müssen. Aber wir brauchen natürlich langfristig auch da sauber gesteckte Rahmenbedingungen, um uns diesen Prozess letztendlich anzupassen. So ein Change in einem Unternehmen geht nicht von heute auf morgen mit einer Verbotspolitik, sondern das braucht schon längere und langfristigere Ziele. Zusätzlich machen nicht nur die hohen Zinsen und die gestiegenen Baukosten dem Unternehmen zu schaffen, sondern auch die sehr sprunghafte Förderpolitik. In Deutschland fallen jährlich rund 230 Millionen Tonnen Bauschutt an. Neubauten sind extrem rohstoffintensiv. An diese Erkenntnis hat die Regierung jetzt ihre Förderpolitik angepasst. 2020 wurden Neubauten noch mit 10 Milliarden Euro, Sanierungen mit 5 Milliarden Euro gefördert. Das sieht heute anders aus. Sanierungen sollen von 2023 an jährlich mit 13 Milliarden Euro gefördert werden. Die Förderung von Neubauten wurde auf 1,9 Milliarden Euro gekürzt. Also ich halte die verstärkte Förderung von Sanierungsprojekten für absolut sinnvoll. Generell ist es so, dass der Neubau 5-mal mehr Ressourcen verbraucht als eine Sanierung. Sanieren statt Neubau. Das rechnet sich zumindest fürs Klima. Und für den eigenen Geldbeutel? Maxi in Bad Homburg. Zusammen mit ihrer Tochter Karen hat Immobilienmaklerin Lydia Ishikawa ein altes Traditionshotel zu einem Wohnhaus mit kleinen Apartments umgebaut. Ich mag gerne das erhalten, was ist und damit arbeiten. Also ich liebe 50er-Jahre-Häuser zum Beispiel. Ich finde, was wir machen, ist, dass wir so schnell abreisen, was ja eigentlich unsere Regierung ursprünglich gewollt hat, dass die alten Sachen abgerissen werden. Wir machen unsere ganze Geschichte damit weg. Auch die 50er, 60er, das ist ja Geschichte. Die Bauten sehen ganz anders aus. Und wenn Sie jetzt gucken,
haben sie wirklich nur noch hässliche Schachteln überall. Ja. Viele Schritte in Richtung Klimaschutz sind gemacht. Doch große Teile der Bau- und Immobilienwirtschaft müssen radikal umdenken, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.